In dieser Folge angeln wir wieder in einem See, wo sonst niemand angeln darf und vermutlich auch jahrelang niemand geangelt hat. Hier darf keiner angeln, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Es ist nur 2 Stunden Zeit. Wir sind hier auf einem Privatanwesen mit eigenem See im Hintergrund. Und los! Wir wissen nicht, was drin ist. Hecht, Barsch, Zander, kann alles sein. Guter Biss? Ob wir das heute noch schaffen? Oh Gott, das Seil. Und wegen hier Jahre keiner mehr geangelt. Das ist doch wohl ein Witz. Seid gespannt und wie es ein Immobilien-YouTuber sagen würde, wanna see something unreal? Let's go! Wir waren auf Google Maps unterwegs und haben hier einen See gesehen, wo keiner und niemand rankommt. Und wir haben gesehen, da ist ein Haus und Grundstück. Wir wollen mal klingeln, den Besitzer fragen, ob wir angeln dürfen und mal sehen, was er sagt. Let's go! Hoffentlich ist jemand zu Hause. Das hoffe ich auch. Klopf einfach mal. Hi, wie kann ich helfen? Wir wollten mal fragen, wir haben den See gesehen, ob wir bei Ihnen angeln dürfen. Klar. Wir kommen mal rein, ne? Kommt rein. Nein, ist natürlich, ihr merkt selbst, Selma ist eine Freundin von früher von mir und verkauft hier dieses wunderschöne Haus und hat mich angerufen und hat gesagt, ey, hier hat schon seit Jahrhunderten niemand geangelt. Nein, Jahrhunderten nicht, aber 10 Jahre oder so. Und es darf auch niemand mehr hier angeln. Und wir wollen wissen, was hier drin ist in dem Teich. Du verkaufst das Objekt auch. Wir zeigen es euch nachher mal. Ist ganz schön. Vielleicht hat ja von euch jemand Interesse. Aber ich muss sagen, wir wollen erst mal angeln. Wir wollen erst mal gucken, was da drin ist. Das ist wichtiger für uns als das Haus. Klar, ich bin gespannt, was ihr angelt. Gut, let's go. Das Schöne ist, Selma, du hast gesagt, der Besitzer war auch Angler. Ja, und korrekt. es gibt ein Boot hier, aber er war schon ewig nicht mehr hier. Was natürlich toll ist, das Boot liegt da, wir müssen es nur ins Wasser kriegen und wir Ich können helfe davon euch dabei. angeln. Ja, das ist eine super Unterstützung, ja, mal gucken. Ich muss sagen, das ist ja wirklich wunderschön, wenn man hier steht. Stellt euch mal vor, ihr wohnt hier, guckt auf euren eigenen See. Wohnt ihr, könnt ihr Kamin anmachen. Ist schon sehr, sehr schön, muss man sagen. Auf jeden Fall. Wir haben hier knapp über 28.000 Quadratmeter. Wirklich? Ja. Wow. Ja, cool. Ich bin mal gespannt, ob wir das reinkriegen. Und dann sehen wir mal, ob hier Fische drin sind. Weil, ich meine, wenn du es verkaufst, kauft natürlich nur jemand, wenn hier wirklich große Fische drin sind. Sonst macht es keinen Sinn. Das. Ja, da sieht man das Boot. Ich weiß, es ist super schwer, weil ich kenne diese Tomasco-Boote. Aber Becky ist ja jung und trainiert viel. Schauen wir Heb mal. mal von hinten an. Von hinten? Ja, heb mal hinten an. Du kriegst einen Zehner, wenn du es alleine schaffst anzuheben. Okay, ich gebe mein Bestes. Ja, sieht doch schon gut Nee, aus. da ist nee, nichts nee, nee. angehoben. Das ist nur gekippt. Oh, da sind auf jeden Fall auch schon mal 200 Liter Wasser drin. Nee, lass mal probieren anzuheben. Vergiss es, Alter. Vergiss Was es. wiegt denn das Ding? Das hat bestimmt 400 Kilo. Da ist Mehr. Wasser drin. Gut, dann drehen wir es von vorne um. Selma, du hast gesagt, du willst helfen. Ja, klar. Ja, klar, komme. ich merke schon. Nee, das Helf war ein ich Spaß. wirklich? Nein, ja, wie hältst du wirklich? Hast du doch groß angekündigt. Oh, vergiss es, Dicker. Warte mal, doch. Ich feuer euch an. Warte. Okay. So, Markus. Haben wir uns Markus. den stärksten aus der Clique ausgesucht. Ah, guck, mit Markus geht es so. Oh, E-Motor, Vorsicht. Okay. Jetzt müssen wir halt irgendwie den Arsch noch rumkriegen. Also jetzt müssen wir, glaube ich, 10. Nein. Oh, vergiss es, Alter. Ich zieh mal von vorne, schiebt ihr mal. Weil eigentlich wäre es geil, wenn man hier so einen Stock runterlegt, dass das sich nicht so in den Sand eingräbt, weißt Warte. du? Ja. Ja, ist klar. No way. Ja, Okay. schon. Mit dem Boot war schon mal nix. So, Becky hier, also wir kriegen es gerade immer noch nicht hin, haben jetzt die Idee, uns so runde Dinger runterzulegen, dass wir das so rüberrollen ins Wasser. Let's go! Was man nicht alles macht für die Fische. For the fishies. Mir hinterher. Mann, Mann, Mann. So, jetzt hier runterlegen und dann so rüber schieben. Weißt du? Aber hebeln kann man. Gib mal her. Mit dem hebel ich. Von hinten. Ja, versuch's. Von hinten, Becky, deine Spezialität. Probier mal jetzt. Ich glaube, mit 2 Dingern geht's. Wenn du das andere Ding auch noch darunter schiebst. Wir bräuchten einen dritten eigentlich. Gib hoch. Jetzt hoch. Nee, keine Chance. Alter, was ist das für ein Boot? Wohin, auf welche Seite? Auch hier? Nee, andere Seite. Meinst du nicht hier, weil da das Nee. ganze Gewicht liegt? Nee. Okay, let's go. Okay. Vielleicht können wir den Arsch so rummachen. Ja, und dann?
Mal wieder ein bisschen Chaos hier. Eigentlich habe ich gedacht, wir angeln schon seit 2 Stunden. Aber wenn es so weitergeht, haben wir noch so 4 Stunden zum Angeln. Ja? Jetzt. Und los. Jetzt hat er verloren. Jetzt geht's bergab. Alter. So was auf dem Freitag früh, ey. Und nicht mal anständig gefrühstückt. Ja, ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Noch nicht? Jetzt. Oh Gott, das Seil, stopp. Sandra, gibst du mir mal her, bitte? Dankeschön. Was ist los, das Seil? Los? Ja. Ja gut, am besten schmeißt du ins Boot. Vecki, ey. Ja. Und weg ist er. Haben Sie einen Liegeplatz gebucht? Ja, den Liegeplatz habe ich gebucht. Sie haben Glück, wir haben noch einen frei. Gott sei Dank. Ja, wenn das nicht mit einem dicken Fisch belohnt wird. Aber weiß ich auch nicht. Wobei mir erstmal noch Päuschen wäre. Ich bin ganz außer Puste. Vorsicht! Ja, wirf. Ich fang. Selling Selma, Vorsicht! Oh. Das Gute beim Boot ins Wasser lassen, sieht man schon ein bisschen die Struktur. Sehr klares Wasser und sehr viel gutes Kraut für Hecht. Also ich denke Hecht und Barsch, Zander nicht. Jetzt brauche ich erstmal, ich dachte erst, wir setzen uns schön ins Seehaus und machen Sauna. Aber ich bin jetzt so warm, ich brauche jetzt erstmal keine Sauna. Jetzt gehen wir erstmal angeln, Fische fangen. 3 Stunden Verspätung, aber naja gut. So, jetzt ist es 12, 4 Stunden Licht noch. Haben wir eigentlich alles ein bisschen anders geplant, Selma? Ich weiß, aber ihr habt euer Bestes gegeben und ich hoffe, ihr angelt was. Danke dir. Wir kommen nachher nochmal kochen, zeigen nochmal das Haus ein bisschen, gehen nochmal in die Sauna, legen vielleicht noch ein paar Köderfische raus. Dir erstmal vielen Dank und wir sehen uns später. Jo, Bis dann, danke. Dankeschön, Selma. Ciao. Gut, E-Motor ist auch dran. Alles, was das Anglerherz begehrt. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Fernbedienung vom E-Motor keinen Saft hat. Ja. Die Chance ist groß. So, räumen wir erstmal auf in dem Kahn hier. Wow, Motor hat Saft. Das ist schon mal gut. Fernbedienung auch? Fernbedienung auch. Ah, das ist doch schon mal geil. Yes. Das Ja, wäre jetzt noch, funktioniert. kannst du gleich mal Fernbedienung So ein bisschen rüberreichen? älteres Modell, aber ein guter Minn Koda. So, da ist er. Ich bereite hier mal ein bisschen meine Köder vor. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich hier fischen soll. Ich lege mal ein paar Sachen parat. Problem ist, wenn man halt nicht weiß, was in dem Tümpel ist, kann man sich auch immer schlecht darauf vorbereiten. Ja, das ist es. Und deswegen fange ich mit meinem geliebten Swimmate gerade an und mache den ersten Wurf, Becky. Wie bitte? Ich mache mal den ersten Wurf. Erster Wurf, kein Biss, kein Fisch drin hier. Von wegen hier Jahre keiner mehr geangelt. Das ist doch wohl ein Witz. Aber hier ist schönes Kraut unten weg. Es sieht hier schon sehr hechtig aus. Ich fange mit einem Metal 65 an. Da das Ding hier auch ordentlich tief ist, damit kann ich die unterschiedlichen Wasserschichten direkt mal abfischen. Bremsen noch einstellen. Okay, First Cast. Schon mal keine Perücke. Da ist die Sauna. Da war meine Hoffnung eigentlich relativ schnell drin zu landen. Aber dadurch, dass wir erst so spät angefangen haben hier, wird das wohl eher nix. Mit schnell in die Sauna. Erstmal einen schnellen Fisch zum Essen fangen hier. Boah, aber stellt euch mal vor, ihr habt so ein Grundstück und Haus privat direkt am See. Da ist Verbindung zu noch einem größeren Seensystem. Hier darf keiner angeln. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Also machen, was ihr wollt wahrscheinlich nicht, aber das ist doch wirklich unglaublich. Tja, ich liebe das ja, wenn in die ersten 5 Würfe noch nichts kommt. So, wir haben das erste Stück abgeangelt, kein Biss. Hätte ja tatsächlich ein bisschen gedacht, dass es schneller hier losgeht,
weil hier sonst keiner angelt. Aber man muss natürlich sagen, wir kennen hier uns gar nicht aus Angeln hier im Nirgendwo. Und fahren jetzt einmal um den ganzen See rum, gucken mal, Flachwasserbereiche suchen, ein bisschen tiefere Kanten und dann geht bestimmt noch was. Ist ärgerlich, dass wir so spät aufs Wasser gekommen sind. Ja, ne? wäre schon gut, wenn wir 2-3 Stunden mehr hätten. Würde den Druck etwas mindern. Ja, Wir sind ja beide keine Echolot-Freaks, aber in so einem neuen Gewässer ist ein Echolot schon immer hilfreich. ja. Und eigentlich haben wir auch eins dabei, aber das hat vielleicht unser Kameramann im Auto vergessen. Wir können ja ganz schnell noch mal ranfahren. Ja, aber jetzt klar, sind wir auf dem ganz Wasser. schnell. Wir haben auch ganz schnell das Boot ins Wasser gelassen und ganz schnell das. Das sind halt alles. 5 Minuten. Nee. Nee. Hin 5 Minuten, hoch 5 Minuten, also 10 Minuten verlieren wir. So, ich versuche es jetzt mal am Grund auf einen Barsch, Ja, das ist gut. Das finde ich gut. weil der Spot hier sieht schon sehr geil dafür aus. Ja. Sobald die Sonne weg ist, ist schon wieder kalt. Ist so, ne? Ich mache mir einen Predator 3,5 Inch fertig. Predator 2.0, die neue Version. Ich muss nur schauen, ob ich einen passenden Chick-Kopf finde. Oh, die riechen auch wieder so geil nach Knoblauch. Ich liebe es ja. Boah, geil. So muss das sein. Den montiere ich mir mal. Vielleicht ist das der Weg zum Barsch. Ist halt auch immer ein bisschen kacke am Anfang, wenn man so gar nicht weiß, ob man jetzt was Richtiges macht oder Ja. voll am Fisch vorbei angelt. Ja. Konnten leider fast keine Informationen vom Vorbesitzer rausbekommen über den See. Deshalb sind wir hier auf uns allein gestellt. Hier hatten wir ja schon zur Erkenntnis ein geiles Krautfeld da in der Ecke. Das haben wir jetzt hier nicht. Ich glaube, da in der Ecke ist auch ein Krautfeld. Deswegen würde ich da mal schnell rüberballern. Wie ist Tiefe hier? Da wo ich jetzt, die Bahn ist so 6 Meter. Guck mal, da ist ein Hase. Oh, Riesenvieh. Da, jetzt kommt er runter. Ah, da. Ist doch ein Riesenvieh. Naja. Der gemeine Feldhase. Der ist doch viel größer als jetzt ein Glaubst du, Kaninchen. der mag Dartchicks? Ja, der würde auf jeden Fall schmecken. Nicht so einfach jetzt hier. Wir haben den See jetzt einmal umrundet. Ah, Becky. No. Wir haben da ausgelassen, das könnte man noch mal machen. Ja. Die Dings haben wir noch nicht, aber fast. Aber wir haben auf jeden Fall noch keine Erkenntnis dazu gewonnen. Nee, weil das Problem ist auch, hier, man sieht so flache Krautfelder und dann würde man denken, da stehen die drauf. Aber wir haben die ersten 2 richtig kalten Nächte mit Minusgraden gehabt und haben jetzt die Sorge, dass die Hechte sich irgendwie hier ins Tiefe verzogen haben, weil der See wird richtig tief. Und dann ist es natürlich schwer, die zu lokalisieren ohne Echolot und so. Aber wir versuchen es. Hier war auch ein schönes Krautfeld, ne? Fisch on! Jawohl. Auf was? Auf den Warrior. Tief absinken lassen. Guter Biss? Ja. Guter Fisch? Ich glaube leider nicht. Kescher? Ja, mach mal sicherheitshalber einen Kescher fertig. War ein guter Biss oder hast du gar nicht Der gemerkt? Biss war gut. Ein Sieht Zander? aus wie ein Zander. Nee, ist ein Hecht bestimmt. Ein Ich hab Hecht? gesagt, hier gibt es keine Zander. Das ist ein Zander. Nee, ist ein Hecht. Ja? Frittenhecht. Leider. Ja, stimmt. Leider Frittenhecht. Aber es ist ein Fisch, Becky. Es ist ein Fisch. Entschneidert. Aber ganz tief, oder? Wie tief ist da? Ja, ich habe in die Mitte geworfen, habe absinken lassen. Petri, mein Freund. Petri, Dank. Hat der 60? Ja, ne? Ja, sowas würde ich sagen. Leute, entschneidert. Mit einem kleinen Pike. Hat der Maß? Ja, ne? Ja. Und ich würde sagen, den lassen wir uns später schmecken. Wir haben nämlich nichts zu essen dabei und haben jetzt schon Kohldampf. Yes. Ah, wir haben schon was dabei, Beilagen, oder? Für den Beilagen haben wir Fisch? dabei, aber das Hauptgericht halte ich hier in den Händen. Warrior, Größe M, mit einem Ghost Junior hinten drauf. Kleines Nieti davor gepackt. Hat zum Fisch gebracht. Das ist doch schon mal sehr geil, dass Becky den jetzt gefangen hat. So richtig Erkenntnis bringt es auch nicht, weil es im Nirgendwo war. Aber wir haben Fisch und wir wissen, Hecht ist drin. Das ist schon mal sehr gut. Petri, Becky, Petri, Dank. auf dem Warrior, ne? Yes. Größe M mit dem Ghost Junior 5 Inch. Naja, okay.
Vielleicht muss ich ein bisschen tiefer angeln. Hier mit meinem Swimmate angel ich natürlich relativ flach. Und die Fische sind eventuell tief gezogen. Nagel. Fischer Echt, ja? Ja. Geil. beim Absinken. Vielleicht Kescher, brauchst du? Oder ist ein kleiner wieder? Ich glaube wieder die Größe. Ist der nächste Fisch eingestiegen. Aha, könnte vielleicht ein bisschen größer Ich sein. muss echt den Warrior, glaube ich, nehmen auch. Die stehen einfach tiefer als das, was ich mache. Ist vielleicht doch größer, das denn. Ja? Ja, doch schon. Naja, geht. Ja, Aber ein das ist schöner schon. Fisch. Auf jeden Fall. Willst du Kescher? Ja, bitte. Nicht Handlandung? Also schon eine Ecke größer. Hä? Schon eine Ecke größer. Eingetütet. Aber geil. Aber dicker auf Petri. jeden Fall. Dicker, viel dicker. Petri Wecki. Und da ist der nächste Hecht. Deutlich massiver gebaut. Vielleicht auch eine Ecke länger. Das denn? Der ist doch schon mal ganz anständig, oder? Sehr schöner Fisch. Geil, Wecki. Yes! Im Abendlicht hier. Jetzt sind sie gerade in Beißlaune, die Kollegen. Deshalb direkt weitermachen. Wieder auf den Warrior in Größe M. BKK Trailer Hook am Start. Yes. Ah, ja, wechsle ich den Köder auch mal. Der ist erste Absinkphase, ist der drauf. Ja? Ich habe den Köder noch nicht animiert. Aber mit dem Ghost Junior als Trailer, da arbeitet er natürlich richtig geil, wenn der runter sinkt. Auf jeden Fall. So, ich werde jetzt mal was anderes machen. Ich will jetzt mal probieren, einen Barsch noch zu fangen. Weil die müssen doch hier auch drin sein. Ja, die letzten Angeltage im Jahr sind bis jetzt gnädig mit mir. Jetzt hatte ich gerade einen Nachläufer. Das Wasser ist ja unglaublich klar. Aber der hat dann wieder abgedreht leider. Der wird wohl Was kommt da noch? Rot gesehen haben. Also langsam neigt sich der Tag schon dem Ende. Wir haben jetzt Nachmittag. Noch so 1,5, 2 Stunden Sonnenlicht. Wir wollen noch einen Catch and Cook machen. Wir wollen noch in die Sauna gehen. Wir wollen die Deadbed-Route noch auslegen. Und wir wollen heute nicht so spät hier abhauen. Deshalb, wir haben noch einiges vor uns. Aber irgendwie müssen jetzt hier noch 1, 2 Fische raus. Oh, Fischer! Ich habe gesehen, wie er drauf gegangen ist. Geil. Ah, Boah. Der ist direkt. soll ich catch es selbst oder soll ich? Ja, ich kann Fischer. Der ist direkt vor dem Boot draufgegangen. Ich habe gesehen, wie er sich den Warrior geschnappt hat. Warrior ist die Macht heute. Scheint zu funktionieren. Oh, Sehr gut, Becky. Petri. Petri, Dank. Oh, war das ein geiler Biss. Ich habe das in dem klaren Wasser gesehen, wie er das Maul aufgemacht hat. Und Warrior, Größe M. Rasiert heute. Und der nächste schöne Pike hier aus dem der Privatsee. größte, oder? Ja, der ist, glaube ich, noch mal eine Ecke länger als der davor. Aber nicht ganz so fett. Aber ein richtig geiler Winterpike. Heute läuft es bei mir ganz gut. NXT Pro bis 21 Gramm. Eigentlich ein bisschen zu leicht für die Angler hier, aber ich muss gestehen, ich habe keine andere Casting in dem Wurfgewicht dabei. Ideal wäre jetzt hier die 28 Gramm. Oh, ist mir kalt. Weg ist durch heute. Nein. Na, Becky ist durch, er hat 3 Fische gefangen. Ich sag's euch, so ein Päuschen, wenn man was gefangen hat, tut dann noch besser. Da hat man nicht so ein schlechtes Gewissen, wo man sich so denkt, ich muss jetzt unbedingt noch einen Fisch fangen, um mich zu entschneidern. Hast du sowas? So ein schlechtes Gewissen? Ja, aber das ist nicht so groß wie mein Verlangen nach der Pause. Deshalb, ja, ich habe dann immer so einen bösen und so einen lieben Becky auf der Schulter. Und meistens gewinnt dann der Böse, der Pause machen will.
Oh, die Sonne hilft schon, ey. Puh, frisch. Jetzt zwirbel ich einen raus. Markus. Letzter Wurf, Dustin, oder? Vom Boot? Ja, letzter Wurf. Aber es wird trotzdem noch weiter geangelt. Es ist zu kalt, wir müssen in die Sauna. Und gucken, ob wir auf dem Köderfisch noch was fangen. Yes. Aber wir haben gezeigt, wir hatten ja jetzt nur 2 Stunden Zeit. Ist auf jeden Fall Fisch da. 3 Stück hast du gefangen. Auch wenn es keine großen waren, glaube ich, sind hier richtige Maschinen drin. Also hat Connection zu einem noch viel größeren See und der hat auch nochmal Connection. Dann ist es auch relativ tief. Kraut. Also sieht schon nach sehr viel Potenzial aus, muss man sagen. Ja, und auch die ganze Anlage ist einfach echt wunderschön. Selten an so einer schönen Location geangelt. Ja, jetzt ab ins Häuschen. Routen fertig machen. Ja. Falls ihr übrigens Interesse habt, den See und das Haus euer eigen zu nennen und das nötige Kleingeld habt, da falle ich gleich vom Boot. Dann guckt mal in die Videobeschreibung, da haben wir euch das hinterlegt, da könnt ihr euch melden. Und bei Interesse auch schreiben. Professionell festgemacht. Ja, nur mal kurz. Wir müssen das Boot noch ein bisschen fertig machen. Und, wart ihr erfolgreich? Ja, wir haben ein paar Hechte gefangen. Wow. Ja. Das ist das eigentlich ist ja geplante cool. Abendessen. Wir Ja, schaffen's ich habe aber. total Hunger. Ja, wir schaffen es zeitlich aber leider nicht mehr. Wir wollen ja auch noch in die Sauna. Okay, gut. Den gibt es Das morgen kann ich im verstehen. Mittag bei mir zu essen. Mama macht's, ne? Ist eh besser, als wenn wir es machen. Ist so. Ist besser fürs Lebensmittel. So, du hast uns schon die Sauna angemacht. Ja, Total nett. Wir schmeißen da jetzt nämlich noch ein paar Routen raus, müssen aber das Licht noch nutzen, deswegen beeilen wir uns jetzt. alles klar. Wir gehen hier hinterher. So, schön in die Sauna, ist ja auch kalt genug. Fergie? Aber erstmal müssen die Routen ausgelegt werden. Gut, das ist das Wichtigste. Wir haben Köderfische am Start. Sounderbox? Ja, aber die Köderfische lagen schon ein paar Tage bei mir im Auto. Ja, die riechen Glaub- sie umso besser. Die sind nicht mehr ganz so frisch. Weißt du, was das Problem ist? Eine Makrele hält dann halt nicht, oder? Ja, wir haben aber glaube ich auch noch 2 Rotaugen. Ah, okay. Ei, ei, ei. Wenn wir auf den Köderfisch einen fangen, muss Markus auch mit Anlauf hier reinspringen. Und wenn nicht, wir. Nein, Quatsch. Machen wir heute nicht. So, du, tapest du die zu? Ich glaube, die können wir hier reinstellen. Gib Oh mir ja. mal bitte ein. Ja doch, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ja doch. Perfekt. Das ist doch wie dafür gemacht. Wanna see something unreal? Welche war meine? Was ganz geil ist, wir sind hier genau an der Ecke, wo ich die beiden Hechte fangen konnte. Deshalb der Platz ist hier auf jeden Fall schon mal ganz geil. Hält's einigermaßen? Ich glaube nicht. Ich hasse das, wenn die aufgetaucht sind. Vor allem, wenn die noch ein paar Tage alt sind. Die riechen aber sehr intensiv. Das ist gut. Glaube ich. Bist du happy mit deinem Wurf? Ja. Okay, meine Route ist auch ready. Ordentliche Dings. Da kannst du jetzt noch mal einen richtig dicken drauf fangen. Hoffentlich fliegt der nicht weg. Ich will da so Richtung toten Baum. Volle Konzentration. Sieht gut aus eigentlich. Oh ja, da bin ich happy mit. Ich muss nur schauen, ein Bissanzeiger hat beim letzten Mal gesponnen. Geil, jetzt räumen wir hier noch ein bisschen auf. Und dann geht's ab in die Sauna, Dustin. Ja. So. Jetzt setzen wir uns in die Sauna und dann piept's hoffentlich gleich. Rennen wir hier mit der Wurst dann raus. So. Kriegt der Hecht erstmal einen Schreck. Ach, geil, wie geil ist das, Alter? Hier die Sauna, da die Routen. Da ein Nashorn. Gut, ab in die Sauna. Warten, ob was beißt. Oh, jetzt wird sich nackig gemacht. Das Unangenehmste ist jetzt eigentlich meine Mütze auszuziehen, weil mein Friseur ein bisschen reingeschissen hat. Das ist mir unangenehmer, als mich jetzt oberkörperfrei zu zeigen, wobei das jetzt auch keine Augenweite ist. Ist ja eh schon mal. Das stimmt aktuell nicht. Okay. Jetzt war. Dann ein bisschen Wasser.
Wasser holen, oder? Ja. Brauche noch Wasser für den Aufguss. Natürlich frisch. Der Saunameister hier gleich mal einen Aufguss. Oh, ist das geil, hier in der Sauna zu sitzen, seine Routen anzugucken und zu hoffen, dass was beißt. Naja, gut, Vicky, ich muss sagen, ziemlich Bock, dass jetzt was beißt. Ja, ich drehe mal die Sanduhr um, damit wir auch wissen, wie lange wir drin sind. Stell dir mal vor, in den ersten 15 Minuten schon bis. Das wäre nicht schlecht. Obwohl ich ja sagen muss, wieder, ich find's saugeil, aber ich bin schon Spinnfischer. Jetzt da rauszugucken und nicht mit der Spinnrute zu angeln, tut mir auch ein bisschen weh. Ja, weil jetzt auch noch echt eine geile Zeit ist, eigentlich so die letzte Stunde. Ja, beste Zeit im Winter oft. Naja, egal, wir genießen es jetzt einfach mal. Man muss nicht immer nur angeln, man kann auch mal genießen. So, Routen liegen perfekt, Bissanzeiger sind scharf. Ab ins Haus. Was denn, schau mal, hier oben sind sogar Routenhalter im Saunahaus. Vergiss deine Latschen nicht, Vicky. Oh ja, die suche ich schon. Sind die da drin noch? Ja. Oh, ist nicht so egal. Ah, ist das schön, so lässt sich das leben. Also nochmal, falls ihr auch so leben wollt, kosten 1,50 Mark, aber Ich habe das jetzt alles nochmal durchkalkuliert und hast gedacht, das haut nicht hin bei mir. Ich hab irgendwie... aber falls es bei euch hinhaut, guckt in die Videobeschreibung. Eigentlich als Angler geht es nicht besser. Hab schon überlegt, Boot und Haus, Haus habe ich leider nicht, Boot und Auto vielleicht irgendwie an Mann zu kriegen und dann mit dem umgesetzten Geld hier einzusteigen. Aber Dann fehlt dir Vielleicht- noch ein bisschen. vielleicht kriege ich für mein Boot und mein Haus das Saunahäuschen hier. Für viel mehr reicht's leider nicht. So, Saunabox hast du, Becky? Yes, Funkbox am Start. Sehr gut. Kannst du ich gut Billard spielen? Überhaupt nicht. So Kneipensportarten kann ich nicht. Ich kann ja alle realen Sportarten relativ gut, würde ich sagen. Kneipensportarten bin ich richtig schlecht. Ich bin sowohl bei realen Sportarten als auch bei Kneipensportarten nicht der Beste. So, Becky, noch eine Partie Billard. Wo ist die Saunabox? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich kenne mich ja mit sowas gar nicht aus. Ne? Aber hier hängen die Kös. Ich glaube, das ist über 500 Quadratmeter das Haus. Riesenkeller, Gym, eigene Galerie, eigener Konferenzraum, eigenes Büro, eigenes Filmstudio, eigenes, weiß ich was, alles, was man sich wünscht. Aber wir wünschen uns jetzt Dart. Ist das... Billard. Ach, Billard, ja. Ich kann mich damit wirklich überhaupt gar nicht aus. So, ich nehme jetzt den Kö. Das macht man immer so, ne? Ja, Ich habe von nichts eine Ahnung, aber Mehr Grip hat. jetzt macht man Anstoß, ne? Ach, ich habe keine Ahnung. Die rote links rein, pass auf, die halbe rote. Was hast du da hinten reingemacht? Deine. Dann darf man nicht mehr, ne? Ich habe keine Berührt. Die weiße, oder? Nein. Ich habe noch nicht mal angesetzt. Oh, was mache ich denn jetzt? Oh, schon wieder eine von mir, Dankeschön. Kannst ja auch mal nett sein und von mir eine reinhauen. Ich habe Anfang des Jahres mal ein Billard-Date gehabt. Aha, also spielst du doch Billard. Ja, aber ich habe miserabel gespielt. War vielleicht auch der Grund. So, meinst du? Ja, ungefähr so. Der Grund dafür, dass es nicht mehr allzu viele Dates danach gab. Bist ja jetzt auch vergeben. Ich bin Single. Ja. Becky, wenn wir so weitermachen hier, dann wird das heute auf jeden Fall nichts mehr mit nach Hause kommen. Scheiße, der kam doch eigentlich so gut. Bist besser vorbereitet für das nächste Billard-Date. Ich würde jetzt hier mal so ein bisschen anschneiden. Oder auch daneben spielen. Okay, wir sind beide auf jeden Fall richtige Hyopies, was Billard betrifft. Boah, stark. Ihres Spiel, Becky. Gut gespielt, Herr Schöne. Yes! Wenn ich hier wohnen würde, ich würde jeden Abend meine Routen auslegen. Auf jeden Fall. Becky, Ja? dann holen wir mal die Schuhe, gehen zu den Routen und Abmarsch. Puh. Frisch, fresh, fresco. Es piept. Ja, hörst du es nicht? Aber ich habe doch die Sounderbox da. Fuck. Du hörst es, ne? Mach die GoPro an. Fuck, jetzt hat es aufgehört. Oh, hast du es auch gehört?
Ich habe auch das Piepen gehört, aber nicht, dass das von dem Förderband war. Oh Mann! Würde ja nachleuchten. Also, oh. Also meine war es nicht, meine ist noch drin. Ah, jetzt hatten wir noch einen Biss, gerade als wir hierher gegangen sind. Schade. Ah. Egal, es ist Zeit, die Folge abzurappen. Wir gehen nach Hause. Wir hoffen, euch hat die kurze Folge gefallen. Becky hat euch richtig rasiert. 3 schöne Hechte. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Informationen haben wollt oder euch das Haus mal angucken wollt oder, guckt in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link. Ansonsten liken, kommentieren und abonnieren. Wir verlosen auch wieder was, das zeigen wir auf Instagram. Bis dann, haut rein. Tschüss. Das war das Förderband, ne? Ich dachte wirklich erst, es hat gepiept.